Hallo Freunde der Zeitmaschine! In diesem Video zeige ich euch zwei sehr schwer zu findende Teile aus dem Innenraum. Das Radio und das Kühlkörperbauteil obendrauf. Fast jeder Zeitmaschinenbauer hat sicher schon stundenlang im Internet nach diesem Radio gesucht. Ich habe einige alte Autoradios von eBay Deutschland erworben und daraus Teile entnommen und für mein Replikaradio verwendet. Hier ein paar aus meiner Sammlung. Dieses Audiovox 2500 hatte einer aus den USA gefunden. Das ist auch schon sehr nah dran. Irgendwann fand ich dann noch das Ferrari Sound KL3000. Das ist bisher das Beste, das ich gefunden habe. Da sind Radioskala und Knopfbeschriftungen fast korrekt. Ich habe ein neues Label für den Kassettenschacht erstellt und die Schrift unten überklebt. Die Knöpfe inklusive Potis musste ich komplett aus dem Palladium-Radio umbauen, da die Gewindestärke unterschiedlich war. Nun sind auch die Knöpfe sehr nah am Original. Das originale Radio ist aber bislang immer noch unbekannt. Es stammt vermutlich aus einem Flugzeug. Hier sind etliche Screenshots, die ich bei meiner Suche nach dem Radio und dem Kühlkörperbauteil verwendet habe. Das sind meist Fotos aus dem B-Car, welches man am Time Circuit Display mit Digitalstellen für die Monate erkennen kann. Nur das Team der Restaurateure des A-Cars dürfte nun etwas mehr wissen, da in dem Wagen ein sehr ähnliches Radio verbaut ist. Das A-Car-Radio ist aber nicht in den Filmszenen aus dem Innenraum zu sehen, da dafür B- oder C-Car verwendet wurden. Hier ist das Radio aus dem A-Car im Museum. Der Kühlkörper oben auf dem Radio ist auf einer Steckkontakt-Leiterplatte montiert. Das Teil stammt aus einem größeren Gerät, welches ebenfalls noch unbekannt ist. Es gibt einige ähnliche Kühlkörper fertig zu kaufen, aber da stimmt dann die Anzahl der Kühlrippen oder die Abmessung nicht. Ich hatte mir zuerst einen Narco MP10-Konverter gekauft, der dem schon sehr ähnlich sieht. Der ist aber nun etwas zu groß. Nun habe ich mir den Kühlkörper mit passender Rippenanzahl, die Platinen und die Transistoren von AliExpress aus China gekauft. Ich musste den Kühlkörper allerdings selber zersägen und die Teile übereinander kleben. Links der gekaufte Kühlkörper, Größe 150 x 100 x 13 mm. Rechts die beiden Stücke übereinander. Hier seht ihr nun das fertige Radio mit dem Kühlkörper oben drauf. Die Platine unten drunter besteht aus zwei Stücken und ist 13 cm x 11 cm groß. Hinten sind zwei 10 Watt Widerstände aufgelötet. Oben sind noch zwei Transistoren im TO3-Gehäuse draufgeklebt. Folgende Abmessungen für den Kühlkörper habe ich verwendet. Die Breite der Kühlblechstücke je 4 cm. Entspricht jeweils 8 Kühlrippen. Dazwischen ein 3 mm dickes Alublech für die Transistoren mit 3,5 cm Breite. Die Höhe der zusammengeklebten Kühlbleche beträgt 2,6 cm. Die Maße des gesamten Kühlblechs sind 11,5 x 10 cm. Ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video wieder viele Infos ziehen. Nächsten Dienstag gibt es wieder ein neues Video. Bis dahin, ciao!